Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Namas University im Gespräch, Folge 23. Hier sind wieder Katharina und Martina. Heute geht es um das Thema Lichtsprache und Seelenführung. Ich formuliere das jetzt mal anders. Wir bewegen uns in einem Geflecht und dieses Geflecht besteht aus unserer Seele und aus unserem Lichtkörper, auch Merkaba genannt, und aus dem Licht, das in uns eintreten kann und den Wesen, höheren Wesen, die uns helfen können, wie Mutter Maria, wie die kosmische Mutter. Katharina, wer ist zuständig fürs Licht? Hört sich fast an wie eine rhetorische Frage. Es ist Mutter Maria. Das ist vielleicht keine rhetorische Frage, sondern extrem wichtig zu wissen. Es ist extrem wichtig zu wissen, es Mutter gibt, Maria ist ja, ja nicht diejenige, die draußen rumzieht und angibt wie ein Sack Seife, dass für das Licht verantwortlich ist. das ist mir klar geworden, spätestens als ich lernte, Lichtsprachenamen, also Seelennamen zu lesen. Und mir wurde klar, dass dieses Maria nicht ohne Grund da ist. Ich habe jetzt so viele Chants gemacht und konnte dadurch ihrer ewigen Aufgabe näher kommen. Sie wird darüber auch mehr erzählen in der nächsten Sendung, jetzt am kommenden Sonntag Also im Podcast. im Podcast. Ja, Genau. Sie verwaltet also das Licht der Schöpfung aus der göttlichen Quelle. das fühlt sich einfach irre gut an. Sie verteilt es, sie verwaltet es. Und was heißt Licht? Wir wissen schon, Licht ist, wie gesagt, die Kraft der Schöpfung aus der göttlichen Quelle. Und was macht diese Sprache des Lichts? Sie heilt, sie erschafft und sie verbindet. Und wir haben durch unsere Seelenverbindung auch die Kraft, Göttliches zu erschaffen. Das ist davon abhängig, wie stark unsere Seelenverbindung ist, wie gut unser Lichtkörper aufgestellt ist. Also das Licht muss irgendwo hineinfließen können. Und dafür benötigen wir kennen das Thema schon, eine Merkaba oder einen Lichtkörper. Ja, und was brauchen wir, um dieses Licht zu erhalten? Wie gesagt, diesen Lichtkörper. Und es ist jetzt dadurch, dass die kosmische Mutter mit uns an der Namas University arbeitet, endlich auch möglich, dass wir dies weitergeben in Form von Lichtsprache Chants, dass wir eine Merkaba aufbauen, die in der Lage ist, dieses Göttliche zu halten. Das ist interessant, weil ich weiß, zu was meine Merkaba fähig ist, wenn sie Mhm. voll intakt ist. Und ich Mhm. weiß, was passiert, wenn ich zum Beispiel attackiert werde auf, in meinem Energiefeld und dann muss Mhm. sie wieder aufgebaut werden. Bisher habe ich deine Hilfe in Anspruch genommen, Komals Hilfe in Anspruch genommen. Und jetzt kriege ich einen Chant, den ich hören kann von der kosmischen Mutter. Ja, schlichte Antwort, ja. Es hört sich so, ja, man kann es nicht erstmal nicht fassen, dass das möglich ist. Und deswegen hat es auch bei mir lange gedauert, weil der Kopf wehrt sich ja noch ein wenig dagegen. Aber es funktioniert. Wir an der Namas University haben es alle schon benutzt, diesen Chant. Wir haben es erlebt und es hatte bei uns, gut, wir arbeiten alle auch schon sehr lange, energetisch, bei uns hat es sofort Klick gemacht. Das ist für mich eine Mhm. der spannendsten Erfahrungen Mhm. meiner spirituellen Entwicklung. Ich bin eigentlich nicht der Musikmensch, ich bin eher der visuelle Mensch. Mhm. Und wir alle an der Namas University machen mittlerweile von Chants hinlänglichst Gebrauch.
Mhm. Und der Effekt, innerhalb von Sekunden auch zu spüren, dass die kosmische Mutter da ist. Ich bin Mhm. neulich 4 Tage, 24 Stunden am Tag durch eine intensive Mahlzeit mit ihr gegangen. Und ich bin jetzt Mahlzeit. gespannt, sie will das fortsetzen, Mhm. ob ich dann nächstes Mal den Chant einsetzen kann. Das wäre 'ne super coole Sache. Ja, frag sie mal. Frag mal. Ähm, wenn wir das jetzt sehen, Mhm. Seelenführung, Lichtkörper, eigentlich muss ich das oder mich selber dann doch aus der Seelenperspektive betrachten lernen, oder? Sonst geht das doch nicht in meinen kleinen Kopf. Wie Genau, siehst du das? genau. Das ist absolut gefordert, dass du das zulässt und das ist eine unserer allergrößten Aufgaben und die können wir nur lösen, indem wir täglich mit der Seele sprechen, diesen menschlichen Geist mal zur Seite stellen und uns jeden Tag, von der Seele führen lassen. Ich mache das mittlerweile so, dass ich, sage: „Bitte lasst mich wissen, was ich heute wissen muss.“ Ich stelle es total offen und gebe mir das in Lichtsprache. Und dann fließt diese Lichtsprache ein. Ähm, Damit wäre eigentlich schon alles getan. Das reicht. Das Mhm, reicht. Ähm, Ich bin dann natürlich neugierig, möchte wissen, was heißt es? Bitte gebt es mir in meiner Sprache. Und dann bekomme ich das auch ungefähr in meiner Sprache, was das bedeutet. Also, ich bekomme Hinweise, und weiß einfach mehr noch darüber, was geschieht. Aber eigentlich reicht es für jeden zu fragen, die Seele und es muss nicht mal sein, dass es in Lichtsprache in diesen, fremdartig erscheinenden, Silben erscheint. In dem Moment, es ist Kreation. Stell es dir wirklich vor deinem Auge vor, wie es sich zu etwas formt, was sich in dein Lichtkleid, deinen Lichtkörper legt für diesen Tag. Und es ist geschehen. Das Voraussetzung dafür ist, dass du hochschwingst, mhm, schon relativ hoch, dass dein Licht schon relativ hoch ist. Und das wird immer mehr, je mehr du deinen Körper reinigst. ja, Reinigen heißt in unserem Fall von dunklen Energien reinigen, weil sonst drehen wir uns eventuell im Kreis und bekommen gewisse Dinge dann doch nicht mit. Da kommen wir dann später noch mal zu. Wieder das Thema Egokammer, Vertragskammer, ja. ne? Für mich ganz wichtig, ich achte darauf, bevor ich abends schlafen gehe, dass ich mich reinige. Und das ganz banal. Ich muss ja nur einkaufen gehen oder im Bus sitzen oder im Zug, um mit ganz vielen Menschen, mit ganz vielen Energiefeldern von Menschen in Kontakt zu kommen, die auf einem anderen Weg unterwegs sind. Ja, ja. Und als jemand, der viel Licht trägt, ist das halt so wie ein trockener Schwamm, der saugt Wasser auf. Und wenn ich Ja, das ja. reinige, bevor ich schlafen gehe, habe ich die Chance auf das, was du da gerade gesagt hast, dass in den frühen Morgenstunden, wenn ich die Augen aufmache, alles klar ist. Ich höre nicht wie du Lichtsprache, ich kriege gleich die Übersetzung in einer der Sprachen, die ich spreche. Und dann weiß ich auch gleich, aus welcher Ecke es kommt. Mhm. Aber es ist klar. Und wir müssen immer nur fragen für den Tag, den wir gerade vor uns haben. Ja, und das ist genug. Das ist eine Menge, was die Seele da mitteilen möchte. Ja, Denn das ist Teil dieser kosmischen Sinfonie, von der wir ja auch Teil sind durch unsere Musik, die wir spielen sollen. ja. Das ist, glaube ich, der ganz wesentliche Hinweis. Bleib in deinem Tag, wissend, Mhm. dass du damit Teil der kosmischen Symphonie bist und des göttlichen Plans. Ja. Und, diese Gedanken und Aussagen: „Ja, ich bin ja noch nicht seelenangebunden.“ Bitte stell dir vor, du schickst sie in eine Kugel in deiner Hand und dann schickst du sie raus und sie wird zu Asche. Du zerstörst sie, weil dir solche Gedanken kann man einfach nicht gebrauchen. Ja. Also unterstelle Das sind in der Tat, Gewohnheiten. wenn du bittest in der Früh, wenn deine Augen aufgehen, Mhm. unterstelle schlichtweg, dass die Seelenanbindung da ist. Mach es deiner Seele leicht. Ja, ja, ja. Denn ansonsten ist es eine Manifestation, die man immer wieder in die Welt setzt, ja?
Also betrachte dich aus der Seelenperspektive und nicht aus der Menschenperspektive. Und das können wir wieder ganz wörtlich nehmen. Setze die Absicht, ich betrachte mich jetzt aus der Seelenperspektive. Und was braucht diese Person jetzt, da mit der ich verbunden bin? Das ist eine wunderschöne Zusammenfassung. Hast du noch etwas, was du uns mit auf den Weg geben möchtest für diese Woche? Also ich hatte ja, ich habe Jeschua als Beispiel auch noch gerne, das ich anführen möchte. Jeschua ist ja ein göttliches Fraktal und hat eine ja, ewige Aufgabe, genau wie Mutter Maria. Der Name seines Fraktals ist in dem Buch zur zwölfsträngigen Ja. Sonnendiamant, der da enthalten. Er hütet das, was die göttliche Quelle überhaupt mit ihrer göttlichen Schöpfung bezweckt. Lasst es auf euch wirken, diesen Lichtsprachenamen von Jeschua. Jeschua ist mehr als die Person, die hier mal auf der Erde war vor 2000 Jahren. Es ist viel, viel mehr. Wenn ihr diesen Lichtsprachenamen in euch hineinsickern lasst, tut es euch gut. Es führt euch. Sehr interessant. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit ihm und gesagt, du hast damals unterrichtet, als du hier unterwegs warst und um 320 Konzil von Nicäa, ähm, aus Joshua wurde Jesus, weil das besser in das Machtgefüge ums Mittelmeer vom Mhm. Kaiser Konstantin. Mhm. Mhm. Und es war sehr interessant. Er sagte, ich habe unterrichtet, wie man mit seiner Seele im Einklang durch sein Leben geht. Und guck, was draus gemacht worden ist. Mhm. Insofern, das passt haargenau zusammen. Großartig. Und vielleicht noch als Tipp, wo wir bei Joshua und Mutter Maria sind. Unsere französische Kollegin Sofiane und ich haben den Auftrag gekriegt, in den kommenden Jahren, beginnend ab Januar, durch Europa zu reisen, immer wieder und Orte zu klären, die im Wesentlichen der Mutter Maria gewidmet sind, damit ganz viele Menschen den Weg nicht nach Aachen machen müssen, sondern in Frankreich, in Deutschland, in umliegenden Ländern nahe bei sich einen Ort haben, wo der Empfang von Mutter Maria und Joshua klar und rein ist. Super coole Aufgabe, noch mehr Arbeit, aber wir freuen uns drauf. Sieh es nicht als Arbeit. Es wird bestimmt Mhm. unheimlich viel Spaß. Wir haben schon eine Liste Ja. mit über 25 Orten. Mhm. Wir fragen uns jetzt natürlich, wie bauen wir das auf? Wie kriegen Mhm. wir das reisetechnisch, sodass auf der einen Seite wir relativ zügig mit den Orten kommen können, sodass Menschen geholfen wird und nicht erst 3 Jahre an so einem Buch rummachen. Ja. Ne? Ja. Jeder würde ja gern um die Ecke sowas haben. Insofern, es wird spannend. Ich denke mal, dass Jeschua da schon eine Idee hat. Mhm. Wunderschön. Also ich habe, als du so gerade eben über Mutter Maria gesprochen hast und die Orte, wo sie ihr Licht strahlen lassen kann, das göttliche Licht, es ging mir durch und durch. Ja, aber sie sagt halt sehr deutlich, diese Orte sind in Energien, die ihre Lichtenergie nicht frei zur Entfaltung bringen, Ja, weil sie ja. errichtet sind, also zum Beispiel alle Kathedralen, die Notre Dame heißen, unsere liebe Frau. Mhm. Die Gebäude sind von anderen Energien, nämlich von der Religion, dominiert. Das heißt, ihre Ja. Energie muss erst freigeschaufelt werden, der Ort muss gereinigt werden, damit diese Energien voll zum Tragen kommen. Und jede, die schon in Aachen waren, die wissen, was das heißt, glaube ich. Oh ja, da haben wir schon viele Berichte, begeisterte Berichte, dankbare Berichte, wunderschöne Berichte. Wir halten Mhm. alle auf dem Laufenden, das können wir Mhm. versprechen. Wir halten Mhm. auch alle auf dem Laufenden, wie es weitergeht mit Lichtsprache und Seelenführung. Und wir sehen uns jetzt erstmal nächste Woche und sprechen über ein Thema,
nämlich die praktischen Erfahrungen mit dem Nutzen, mit dem Anwenden der eigenen zwölfstrengigen Sonnendiamant-DNA. Wunderbar. Wir Ich sehen freue uns mich wieder. nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Dir, Katharina, für deine tollen Erklärungen und wir hören uns. Bis dann. Bis dann.